in the following weeks. It was hard to tell how much the Empire's situation was shifting, but one thing was certain: changes were happening. With the death of their ringleaders, the Imperial Liberation Front's campaign of terror was finally over. And in recognition of our actions in Ruhr and at Corellia Fortress, all of us in Class 7 were invited to Valflame Palace. There, we were granted the honor of an audience with His Majesty the Emperor, Eugene III, along with Empress Priscilla, the mother of Princess Alphen and Crown Prince Cedric. But no sooner had we been thanked than we came face to face with the leaders of the factions that divided the nation. The heads of the 4 great houses who rule their vast provinces with absolute authority, and the Chancellor and his close ally Governor Regnitz, who brought reforms to Heimdall and expanded the railways. Both sides were quick to offer us words of praise, but just as quickly turned to criticize each other's role in the crisis. Eventually, His Majesty was forced to step in and rebuke both sides, clearly disgusted by their behavior. As it stood, the terrorists' defeat made it difficult for their supposed supporters in the noble faction to act openly, while Crossbell's push for independence was causing enough of a stir over there to keep the reformists busy. With both sides tied up, it looked like the Empire was in for a long overdue respite from its perpetual conflict. We'd finally gotten all the details for our concert performance worked out, and Elliot announced that we'd be doing 2 songs, a duet between Machias and Eustace, and a solo by Emma. To no one's surprise, all 3 of them were quick to raise objections. But after Crow and Elliot explained their choices and how their master plan would win over the audience, the rest of the class was totally on board, leaving our new vocalists to resign themselves to the inevitable. Unfortunately, with the good times came some sad news as well. It turned out that Marquis Ragnar was furious at Angelica for her part in what we did at the mine, and as a result, she was forced to leave the academy. Contrary to the official statement, her withdrawal was to be permanent. Before she left, she asked me if I'd look after the orbital bike for her. At first, I didn't want to. It felt like I'd be accepting that she'd be gone. But after thinking it over, I finally agreed. With so much going on, we decided to take Prince Olivert up on his proposal of a brief vacation north in Ymir. It proved to be quite an eventful trip, and it really drove home just how much we'd come to mean to each other. I'd tell you all about it, but we'd be here for hours. Maybe another time. Anyway. Damit darf ich auch mal einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch ganz herzlich zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits of Cold Steel. Und da geht's auch schon los mit den Festival Preparations, beziehungsweise dem ersten offiziellen Preparations Day. Angefangen haben wir ja schon viel früher. Could I have your attention, please? It's another great day. Perfect weather to start bringing all your great festival ideas to life. Some of you have been preparing since last month, and some even longer. I know you're all itching to get started. So without further ado, I hereby declare the first day of festival preparation begun. Time to start setting up? We have today and tomorrow, but try not to leave any work until tomorrow night unless you really have to. All right, everyone, let's do this, and stay safe out there. Ich glaube, das war Zustimmung. Ich wollte jetzt nicht right ins Mikro brüllen. Wir haben es, glaube ich, alle verstanden, nicht? Ich glaube, die nächsten Folgen werden sehr textlastig, denn wir sind jetzt offiziell, noch ist es inoffiziell, aber es wird noch offiziell verkündet. Wir sind jetzt nämlich im letzten Kapitel angekommen. Und hier wird sich in erster Linie alles um das Festival drehen. Oh, welche Überraschung. Das heißt, wir werden viele Gesprächspartner, viele Meinungen
vorfinden, viel Aufregung, viel Organisation und am Ende natürlich der Festivaltag selbst. Und ja, sehr dialoglastig, ne? Wir werden aber auch nochmal kämpfen, ne? Also es ist nicht so, dass wir jetzt den letzten Kampf in der letzten Folge bestritten hätten, den das Spiel zu bieten hat. Aber in welchem Kontext, das werden wir noch sehen. I want to thank you all for the effort you've put in over these last 2 weeks, everyone. Oh, well, at least things are really coming together now. It's been an exhausting 2 weeks, though. You said it. I don't think I realized how much work this would involve. Elliot's a merciless taskmaster when it comes to music. It's like he unleashes the beast within. Sorry, I just really want this performance to be the best it can be. Don't worry about it. Given the short time we've had to prepare, I shudder to think what our band would sound like without your guidance. Yeah, I'm sure it will sound great. Nicht so bescheiden, Herr Elliot. Mr. Craig. Well, the songs are coming together quite nicely, I admit. Das hat gerade Makias gesagt und nicht Milliam, oder? We aren't seriously going to do that, are we? Doch. Come on, give it up already. Emma's song is really sounding great. Der andere bestimmt auch. Agreed. I'm sure you'll be quite the sight on stage once you're in your outfit. Sie klingt schon wie Crow. The boy will all be under your spell. You guys, that's not the kind of pressure I need right now. I have to say I'm pleasantly surprised at Makias and Uses, who knew they'd work so perfectly together. And to think, at the outset, I doubted they had it in them to actually cooperate. Okay, der Satz war schwierig. Yup, and now look at them, crooning together in perfect harmony. But that's the worst part. Speak for yourself, I've never felt so humiliated in my life. Niemand hat mit Begeisterung gerechnet, aber am Ende zählt das Ergebnis, nicht wahr? Sounds like you're all having such a gosh darn good time. I almost hate to interrupt. Gosh, nicht Gush. Wie komme ich denn auf Gush? Da fehlt ein zweites O dafür. Aber es war klar, dass Sarah reinkommt. Just wanted to let you know that the principal's given you permission to use the old schoolhouse. You're all free to use it for rehearsal or whatever you need all the way through the end of tomorrow. Really? Phew, that's a weight off our shoulders. There's only so much of our performance we can practice in the music room's limited space. Yeah, and Class 1's been hogging the auditorium all to themselves. Well, considering they're performing an operetta, I'm not sure where else they could practice. The first floor of the old schoolhouse should be a fine makeshift auditorium as far as our practice needs go. It's even got that stage area. What more could we ask for? Sounds like a great solution to me. Though every time I step through those doors, I'm always reminded of our first day of school. The first of many deceptions by a certain instructor. Aber jetzt guckt doch nicht so grimmig, Uses. Nicht, wenn es um Sarah geht, bitte. I'm afraid the Statuten of Limitations has expired on that one. You know, a little bird told me 2 people who might be in this room right now had a rather intimate experience that day. Oh, jetzt packen sie die alte Story schon wieder aus. Ich dachte, da wären wir drüber hinweg. Hallo. Oh, tell me. Well, bitte nicht. Erspart das doch den beiden. It's nothing worth mentioning. How did he find out about that anyway? Naja, man spricht halt untereinander, ne? Da kommt halt ganz schnell eins zum anderen. Well, shall we go our separate ways for today then? Die will schon wieder in ihren Literature Club abdüsen, ne? Yeah, our costumes should be coming in this evening, so I think we're fine spending today helping with the setup and decorations. Might as well pitch in while we can. I'm guessing tomorrow's schedule just has rehearsal written in every blank. True, it only seems right to spend today helping out our club members. Guess we oughta. Were you planning on helping Towa with any last-minute student council stuff, Rin? Yeah, the student council's been totally swamped these last few days, so I figured I'd lend them a hand. I was thinking of looking in on the old schoolhouse while I was out making the rounds too.
That would be helpful. Even though we'll just be using the first floor, we should make sure nothing has shifted around in there. If you're gonna make a sweep of the place, just ring me on my Arcus. I'd be happy to tag along. Okay, thanks. Sounds like you've got a lot on your plate. All I can say is good luck. I'll probably be patrolling the campus, so just let me know if anything happens. I'll give you guys a call when the costumes come in. I really want us to at least try those on today, just to make sure they all fit. Ich weiß gar nicht, ob wir die heute auch schon zu Gesicht bekommen, was sehr, sehr cool wäre, denn die Outfits sind, wie ich finde, sehr, sehr gelungen, aber das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Und jetzt erstmal wieder Arbeit abholen und Towa helfen. Ja. If you wouldn't mind taking care of this stuff for me, I'd really appreciate it. No problem, glad to help out. Aha, da sind wir schon im Oktober. So schnell kann es gehen. Mail Mix-Up von Year 1 Class 2. Our class received a package that clearly wasn't meant for us. We want to get it to whichever class ordered it, but we're too swamped with our preparations to ask around. Could someone please deliver this for us? We'll be outside Class 2's second year classroom preparing for the festival. Please come see us if you can help. Achso, das kommt von Bridget. Alles klar, da unten steht der Name. Ich wollte gerade sagen, was sind das für ein anonymer Auftraggeber? Also klar, Class 2 und so, aber eine Einzelperson wäre schon cool und hilfreich. We read the comments. Tut ihr das? Wer sagt das? Ah, Radio Trista, okay. We're doing a special feature here at Radio Trista on the Academy Festival, but we're running a little short on comments. Anyone want to collect the ones we need for me? For more specifics, come see me in the Radio Trista building. Michael, Director at Radio Trista. Uhu. Da wissen wir wenigstens, wo wir gucken müssen. Das ist schon mal gut. Und Slip Their Minds von Beatrix. A number of students have yet to collect their permission slips to serve food and drinks at the festival, given that it's imperative that everyone doing so has a slip. I need them delivered today. For more details, speak to me in the infirmary. Okay. Die ist sogar die Hauptmissionsgeberin. Ja, warte mal. Hier steht aber nicht, wo sie stehen, ne? Ich muss Bridget so finden. Bei Michael weiß ich, glaube ich, wo wir suchen müssen. I figured they'd probably all be related to the festival in some way. The shops in Trista do seem pretty keen on helping out, though. That's nice of them. Yeah, they do every year. The radio station is even doing a little something for us, too. Alright, I'll see what I can do to keep the ball rolling in town, then. Great, that would be a big help. Oh, but remember not to neglect your concert practice, okay? Crow's been telling me about it. It sounds like you guys are really pulling out all the stops. That's the idea, yeah, but we haven't started group rehearsals yet. Most of us have family coming in to watch, though, so for better or worse, we're going to give it all we've got. By the way, do you think Angelica will be able to make it? Well... Sorry, I guess it's not looking too hopeful, huh? I just don't know. I've tried calling the Marquis. Die sprechen das immer so komisch aus, immer anders als ich, deswegen mache ich es vermutlich falsch. Aber ich sag weiter Marquis. Marquis' household, but they won't even let me talk to her. But still, this is Angie. I'm sure there's nothing to worry about. Don't worry, Angie would never break a promise. Besides, you guys are all here. Crow's here, George is here. I'm sure she'll be here too. That's why we need to make this festival a big success. I want Angie to forget the bad times for a little while and have fun. And I know your concert will be a part of that too. When you put it like that, I want to do whatever I can to make it a good time for her. Besides, as your follow-up act, we'd look bad if they weren't cheering just as loud for us. I can't wait to see what you guys have in store. Towa! Wer ruft denn da? Wir sprechen doch gerade mit ihr. Könnt ihr nicht kurz warten? Sorry to butt in, but it looks like some of the materials we ordered are going to get here late. If we don't do something, it's going to throw a hitch into our preparations. Das können wir natürlich nicht zulassen. Okay, I take another look at the schedule and see if we can rearrange things a bit. Sorry, Reen, but it looks like duty calls. Good luck preparing for our concert. Thanks. Wir werden das Kind schon irgendwie schaukeln, ne?
Well, no sense in just standing around here. We've got a lot to do and less time than I'd like to do it. So our outfits are going to show up this evening too. I have to try and get as much as I can finished up before then. Okay, let's get going. Was hatte ich beim letzten Mal gesagt? Die nächste Hidden Quest ist am 21.10. Das ist exakt heute. Na, Glückwunsch, und ich habe mich nicht vorbereitet. Moment. So, also ich bin jetzt wieder ein bisschen im Bilde. Also erstmal vorab die nächste Red Moon Rose Ausgabe, die finden wir am 23. Und dafür müssen wir mit Celestien sprechen. Vielleicht hilft es, das einmal über die Lippen gebracht zu haben, um die Gefahr zu reduzieren, das zu vergessen. Und hier ist die Hidden Quest, aber die ist angemarkert. Die ist wahrscheinlich deshalb hier als Hidden Quest gekennzeichnet, weil wir jetzt in dem Brief von Tower keine Aufgabe übermittelt bekommen haben, die mit ihm im Zusammenhang steht. Aber ich starte mal mit ihm, damit wir hier bloß nichts vergessen. Hallo Heinrich, was können wir denn für dich tun? I'm certain that I dropped it somewhere around here. Is something the matter? Nothing, I say. For that matter, what are you doing here when you have preparations to make for the festival? Get back to work. Ich darf mich aufhalten, wo ich will, weißt du. Normally I would, but you look as though you have something on your mind. Are you sure I can't be of assistance? This is a personal matter, and you butting into my private affairs will do more harm than good. Though, since you're here, it couldn't hurt to ask, have you seen a notebook around this area by any chance? It would have a black leather cover. I don't believe I've seen anything like that. I'd be happy to help you look, though. Okay. That is quite unnecessary, but if you are so inspired to assist me, you may do so by forgetting that this conversation ever took place. Understood? Was ist eigentlich dein vermaledeites Problem? This missing notebook has him even more on edge than usual. I probably shouldn't talk to him. That said, I'm sure he'd be happy if I found that notebook. I'll need some clues before I can do that, though. Okay, na, mal gucken, ob er sich am Ende vielleicht noch zu einem kleinen Danke hinreißen lassen kann. I must have dropped it while making my rounds. Aha, the rooftop. It's the only place that makes sense. But then it should be around here. Wait, so he seriously dropped it off the roof? Maybe I could figure out where it might be if I head up there. Wenigstens haben wir schon mal einen ersten Hint. Ich bin ansonsten auch schon bewaffnet mit möglichen abrufbaren Notizen, um das Ganze hier etwas zu verkürzen, weil ich hatte jetzt nicht vor, im letzten Chapter so pseudo-blind hier alle Aufgaben nochmal abzuarbeiten und dem nachzuhängen und ewig lange zu suchen und so. So, dann gucken wir mal, was wir hier rausholen können. Letzte Angel-Session liegt, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen zurück. Obwohl, nee, das war in den Sachsen-Minen. In der Sachsen-Iron-Mine haben wir zuletzt geangelt, an diesem sehr fies versteckten Fishing-Spot, wie ich finde. Also mit Blick auf das fies versteckt. So, wir haben einen Pale Salamander, aber ein Fisch fehlt noch. Das ist halt was ich jetzt für dieses Let's Play so gut wie gar nicht auf dem Schirm habe. Die Frage, wo man welchen Fisch letzten Endes findet. Aber da wir jeden Angelspot ja eigentlich mitgenommen haben, könnte es passieren, dass wir hier im Laufe der Runde 20 auch voll kriegen. Aber keine Gewähr dafür. Ich weiß nur, dass ich damals die Trophäe für jeden gefangenen Fisch auf jeden Fall bekommen habe. Und ich habe hier tatsächlich nochmal diesen Invisible Crayfish gefangen. Also der mir halt von den 20 als einziger gefehlt hat nach dem ersten Spieldurchlauf, weil ich halt den Fishing-Spot übersehen habe. Aber welcher jetzt hier tatsächlich der 20. ist? Keine Ahnung. Wir haben vorne ja nochmal einen Steg zum Angeln, aber vielleicht wird ja auch im letzten Dungeon, in Anführungsstrichen, noch was kommen. Wir werden sehen. Hallo meine Liebe, we'll be selling our freshly grown herbs and even seeds if you'd like to grow your own. I can hardly wait to show off everything we've raised here. I should put together some flashy eye-catching signs too. Everything we're selling has been grown by our club members. I can hardly wait to show off everything we've raised here. Das hast du gerade eben schon mal gesagt. Aber ich freue mich mit dir. Dir kann ich einfach nicht böse sein, weil ich die zu gern habe, die gute Edel.
Ich hätte ja fast vermutet, dass Vieh sich hier auch irgendwo tummelt, aber das scheint nicht der Fall zu sein. So, dann lass uns mal unsere obligatorische Runde gehen. Ich will nur gucken, ob sich vor dem Oldschool-Haus noch Leute tummeln, mit denen wir sprechen können. Nö, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet, aber man weiß ja nie. Wir haben ja hier irgendwann gegen Anfang des Spiels auch Vieh angetroffen, ne? Wie sich ja auf einer Bank gedöst hat. Vielleicht ja jetzt auch, hätte ja sein können, um dem ganzen Trubel hier ein bisschen zu entschwinden. Der Bereich vor dem Oldschool-Haus ist vermutlich der ruhigste, den wir jetzt hier aktuell auf dem Campus haben. So, hier ist auf jeden Fall nur George gerade anwesend. Der wird bestimmt was zu Angelicas Abwesenheit sagen, oder? Hi there, what's up? Did something happen to your instruments? Just bring them by and I'll fix them right up. They're just fine right now, thanks for the offer though. That reminds me, you made all of them yourself, didn't you? Stuff like this just reminds me how amazing you really are. Oh, it's nothing. I just modified some instruments I had on hand already, especially compared to the Orbital bike, which I pretty much built from scratch. Unreal, that was all you? Vor allen Dingen bestätigt das Reen umso mehr noch in seiner Aussage, die er gerade eben getätigt hat. Und George wollte das eigentlich abstreiten. Es ist mal gehörig nach hinten losgegangen. Well, the base came from the Ruhr Institute of Technology, since they were doing some research on it. But while I was modifying and tuning it, it caught Angie's eye. She was the one who asked me to make sure I complete it even. Helped me pick the parts for it too, so you couldn't really say I built the whole thing on my own. I see. He seems pretty torn up about Angelica's absence too. Excuse me? Ja, immer hereinspaziert, wir haben keine Geheimnisse. Noch nicht. Zumindest nicht im Gespräch mit George, sagen wir mal so. George, the machine we're using for Mishi Panic isn't working right. Could you come take a look at it? No problem, I'll be right there. Seems like you're going to be pretty busy for a while. I better get back to work myself. Aha, sogar Doppelwork hier. Sounds good. Just remember to stop by if you need anything. Alright. Das werden wir tun. Wir wissen ja, wo wir dich finden. It's been acting up ever since some jerk messed with it yesterday. But you can fix it, right, George? From what you're telling me, it wasn't properly reset after its last use. Open up the control panel and input these commands for me. Right. It's been acting, you can fix it. Okay. Ich habe den aber eigentlich so verstanden, dass er George vor Ort mal drüber schauen lassen wollte. Stattdessen gibt er ihm jetzt hier Anweisungen mit, aber nur zum Preparen, meinte er, glaube ich, gerade, ne? So, warte, was gibt es hier gegebenenfalls? Oh Gott, es gibt bestimmt einen neuen Master Quartz. Oh no! Please, no Master Quartz, bitte. Gibt es ein neues Cover zu kaufen? Das sind, glaube ich, immer noch die anfänglichen, ne? Bitte kein, bitte kein, bitte kein. Natürlich gibt es einen. Und natürlich eskalieren die hier schon wieder komplett, was den Preis angeht. Oh my gosh. Wo soll ich denn die Kohle herbekommen, bitte? Time-Elemente, Master Quartz, Attacks, Crafts, sometimes deal critical damage. Ich meine, eigentlich ergibt es eh jetzt wenig Sinn, das noch einzukaufen, weil ich die Master Quartz hier, die neu gekauften oder erworbenen oder gefundenen, sowieso nicht einsetze, weil ich immer an meinen alten festhalte. Aber trotzdem. Ach, Mist, ey. Ich könnte wahrscheinlich noch ein bisschen Geld reinholen, aber das werde ich nicht onscreen machen. Ich muss mal gucken, ob ich die Motivation dafür aufbringen kann, ansonsten lassen wir den liegen. Es gibt halt auch eine Trophäe dafür, wenn du alle Master Quartze bekommst, und das kannst du nicht in einem Spieldurchlauf machen, weil es hier noch eine Situation geben wird. Ich weiß gar nicht, ob wir die hier im Let's Play erleben, weil das hängt, glaube ich, damit zusammen, diese ganzen Special Recipes abzugeben bei Thomas und bei Lotte. Und wenn du, ich glaube, das war bei Thomas, wenn du dem all diese verkorksten Gerichte, die er sehen will, gibst, dann kannst du dich entscheiden zwischen dem einen oder dem anderen Master Course. Und dadurch muss das in 2 Spieldurchgängen erfolgen. Und ich hoffe, der speichert das irgendwie im Hintergrund. Ich müsste dann vielleicht meinen alten Spielstand nochmal laden und gucken, wofür ich mich beim letzten Mal entschieden habe, um dann hier jeweils das andere zu nehmen. Aber das machen wir dann zu gegebener Zeit, oder ich werde das zu gegebener Zeit mal abchecken. I'm looking forward to the Academy Festival, but I can hardly believe that Angelica won't be here to see it. I never expected things to turn out this way. What a shame. Ja, das kannst du laut sagen. Ich glaube, da sprichst du irgendwie gerade sehr
treffend für uns alle. It really is. I can't think of anyone else in our year with so much spark. Do you think she'll at least be able to visit when the festival's in full swing? Ich meine, wir kennen ja den Background jetzt im Detail nicht, ne? Keiner weiß, geht's ihr gerade gut, geht's ihr nicht gut. Also vermutlich wird es ihr nicht gut gehen, aber weiß nicht, hat's gescheppert innerhalb der Familie oder spricht man da Verbote ruhig aus? Ich weiß nicht, wie die ganze Family von ihr tickt, aber irgendwie bin ich immer eher vom Schlimmsten ausgegangen hier. The cafeteria always gets filled up with visitors while the festival's on. It's always hard work getting the accommodations ready, but every student who pitches in makes it a bit easier. I'm going to have to treat them to something later for all their help. Die werden sich bestimmt erkenntlich zeigen. The students are really a big help for getting everything ready. I'm going to have to treat them to something later to thank them. Sehr gut. Wir sind auch Students, ne? Wir haben dir zwar jetzt bisher noch nicht so wirklich geholfen, aber vielleicht können wir ja von der Belohnung und von dem Dankeschön partizipieren und uns irgendwie ein bisschen reinschleichen. Working hard builds up an appetite. And everyone knows it's harder to work on an empty stomach. You should order something to keep work effectively. Ja, bin ich dabei. We've got enough people helping us here for the time being. Your talents would be better used elsewhere. Aha. Hast du gerade gesagt, dass unsere Kochkünste hier weniger hilfreich sind als unsere anderen Künste anderswo? Oder interpretiere ich da schon wieder zu viel rein? The chess club's finished setting up for the festival, so now I'm helping decorate the cafeteria. The staff here always treats us well, so it's the least I could do to return the favor. Ach cool, freut mich ja, dass sich jemand von Class 7 auch beteiligt. Damn, it somehow moved reach out of place while we were talking. I need to be perfectly parallel. I need it to be perfectly parallel with those tables over there. Tja, hey, this kind of work really brings out your inner perfectionist. Ich wollte gerade sagen, da haben sie sich genau den richtigen rangeholt. By the way, I got in touch with my father. He said he's planning to visit on the day of our concert. You know what this means, Reen. Whatever we do, we cannot mess this up. You said it, let's give him a show to remember. Ja, das werden wir wohl hinkriegen, oder? Class 7 hat bisher alles geregelt bekommen. Da wird doch so ein kleines Konzertchen uns hier nicht in die Suppe spucken. Hi, James. You've got Hugo, who's all about theory, and Becky, who's all about people. I wonder which one of them will win. They're both good customers, so I'm pretty curious how the little contest will end up playing out. Ach, die betteln sich? Wundert mich irgendwie nicht. Don't tell Becky, but my money's on Hugo coming out on top. The guy helps run his family's company for ideas' sake. He knows his stuff. Ich finde, die haben beide irgendwie... Sie sind beide auf ihre Art überzeugend. Die haben halt unterschiedliche Ansätze und Herangehensweisen, aber ich finde, der eine ist nicht besser oder schlechter oder richtiger oder falscher als der andere unterwegs. Sag mal, hat der hier irgendwie aufgestockt oder so? Auf jeden Fall gibt es ja eine neue Imperial Chronicle und wir haben neue Waffen, von denen ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob ich die einkaufen werde. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ist das die letzte Möglichkeit, hier Zeug einzukaufen? Ich wünschte, ich wüsste das noch, aber das tue ich jetzt nicht, wie man unschwer raushört. Also ich brauche auf jeden Fall nicht alles für alle nochmal neu. Aber guck mal, diese Schuhe zum Beispiel, die konnte ich vorher definitiv nicht holen. Oder kaufen, sonst hätte ich die ja für Reen vermutlich mitgenommen. Was haben wir hier noch Schönes? Ich will halt meine Hauptcharaktere primär mit dem stärksten Zeug ausstatten, aber ich weiß nicht, was meine Hauptcharaktere sind. Weil ich die jetzt auch nicht individuell einstellen kann. Ich glaube, ich vertag das. Und riskiere damit, schon wieder völlig schlecht vorbereitet in die nächste Herausforderung zu stürzen. Aber dann ist das so. Dann lädt man halt einfach neu und versucht es nochmal, ne? Ist ja überhaupt gar kein Grund, sich drüber zu ärgern. Und ich ja sowieso nicht. Ich als Geduld in Person Mensch. So, wen haben wir hier? Dorothy natürlich, Wien auch sonst. Our book is done and out for copying and binding. Unfortunately, they still haven't sent us the final copies. Copies? Copy?
I really want to go over them and make sure that everything came out okay. Well, that's life. I just focus on getting everything else ready while I wait. We plan on having a romantic tea party during the festival. It will be all the better if our books are delivered before too long. Ich glaube, diese Book Delivery, die sie anspricht, die wird mit einer anderen Sidequest zusammenhängen, die wir noch auf dem Zettel haben. Also eine von denen, die uns Tower vor ein paar Minuten überreicht hat. Hi. He's far too excitable for his own good. Still, these chess classes are a joint effort. On our honor as the upper class chess club, we will make them a success. Sehr gut. He's far too excitable for his own good. Ist doch gut, wenn er ein bisschen Excitement verspürt, oder? Unser guter Stefan. We're planning on working together to hold chess classes for the festival. Given the animosity between our clubs last year, we didn't do anything for the festival. That all changes this year. We've joined forces to show everyone just how much fun chess can be. Cool. An diesem Club mag ich vor allen Dingen, dass die sich jetzt mit den Nobles ja auch irgendwie arrangiert haben und tatsächlich irgendwie Hand in Hand zusammenarbeiten. Das ist noch nicht in allen Bereichen hier so. So, we're intending on using the lower class chess club's room for our chess classes. I imagine we have more commoners than nobles visiting us, but it's only natural. Na dann, I suppose we've completed all of our preparations now. There's no for elaborate decorations when we will just be teaching commoners. Das heißt, heute machen die alle ihren ganzen Clubkram fertig und morgen geht's dann los mit den Preparations innerhalb der Classes. Also zumindest der Großteil scheint das hier so aufzuteilen. Und was machst du so? Unverändert hier alles? I know what knowledge you seek. You wish to know what I'm doing for the festival, do you not? Ja, ehrlich gesagt, ja. I will be telling fortunes with complete accuracy, courtesy of the crystal ball of the guardian spirit, Bera Berives oder so. I can hardly wait to draw unsuspecting festival goers into my lair. Ja, habe ich gerade Goers gesagt? Goers. Wisst ihr, woran ich gerade denken musste? An die Luca Girls aus Final Fantasy X. Deswegen bin ich gerade so komisch über dieses Wort gestolpert. Oh Mann, she's way too enthusiastic about all this, isn't she? Ich finde, sie ist eigentlich wie immer. Welcome to the Occult Research Society. Barry's fortune-telling house is going to be a big hit, just as I have foreseen. Oh Mann, ey. Also, lesen ist heute echt schon wieder nicht so knorke, ne? Das hat auch schon mal besser funktioniert. Hallo Fidelio. If you can get him to focus, Rex can shoot some really great landscapes. Our exhibit's really shaping up thanks to him. That said, the ratio of pictures of girls to everything else is a bit high. Wenig überraschend, ne? There's no two ways about it. Rex is a great photographer. The problem is he's only ever interested in taking pictures of girls. Of girls mit Ö. Ja, aber aufgehangen hast du natürlich nur die wunderschönen Landscapes. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnern mich die Fotos alle so ein bisschen an Nier. So, wahrscheinlich wegen dieser blassen Farbgebung oder so. Das ist mein einziger Anhaltspunkt, woher das rühren könnte. So, hier ist auch auf jeden Fall Mädelstreff. Wen haben wir denn hier? Beide ohne Eigennamen. If we split up and finish the decorations today, we should be able to finish in time. I'm asking any and all second years for help, and that includes you. Get over there. Right. President Towa, here are the authorization letters you mentioned. Leave them to me. They'll be done in a jiffy. She's multitasking even harder than she normally does. She's probably staying busy to keep her mind off of Angelica. Nee, auch wenn Angie hier wäre nichts anders. Behaupte ich jetzt einfach mal. Don't burn yourselves out today, since we're going to have a lot to do tomorrow too. Don't forget to take a few breaks. Das gleiche gilt aber auch für dich, meine Gute. Right, understood. Don't burn yourselves out. Tja. Naja, mal gucken. Sagst du noch was anderes, wenn wir nur mit ihr sprechen? Ne, sie ist komplett fokussiert auf die Mädels hier vor ihr. Das soll sie auch mal. Wir haben genug eigenes Zeug zu tun. So, aber dann sind wir wenigstens mit dem Student Union Council
Nee, wie heißt das Gebäude? Warte. Irgendwas mit Union Building. Irgendwie so, oder? Student Union. Ja, okay. Das Building hätte ich mir knicken können, aber das kannst du eigentlich überall hinten dran hängen, weil Gebäude sind das ja alle irgendwo. So, dann lass uns mal in der Library vorbeischauen. Und gucken, wen wir hier so antreffen. Sind ja auch alle in heller Aufruhr. Das wäre jetzt der einzige Ort, wo ich vielleicht ein bisschen Ruhe erwartet hätte. Vielleicht noch neben der Kirche. Einfach, weil es hier sonst auch ruhig ist, aber vielleicht nicht heute. I think that should be enough picture books. I asked my friend for help and she sent me some really nice ones too. Even though setting this up every year is a lot of work, it's always worth it. I can hardly wait to see how excited all the children are, especially the really little ones. Yeah, I plan to open the library to the general public while the festival's going on and running a little children's book corner. If you know any children who might be interested, be sure to let them know. Das klingt doch gut. Aber ich wette, kein Kind, was wir hier ansprechen, in irgendeiner Weise, wird Reen darauf hinweisen. Wobei Kinder laufen ja hier auch auf dem Campus nicht so wirklich rum, ne? Also, außer wir Heranwachsende halt. I've been so busy getting ready for the festival that I haven't even had time to read lately. It's not so bad though. It's very exciting to see everything our class is doing gradually come together. To be honest, sometimes it makes me feel like the main character in a book. I guess that would make you a side character. Oder andersrum. Aber gut, in deinem eigenen Buch bist du vermutlich die Protagonistin. I've been so busy getting ready for the festival that I haven't even... Das hier haben wir alles schon gehört. Alles klar. Lass uns diesen Gedanken irgendwann gerne nochmal vertiefen, wenn das Festival vorbei ist. Da werden wir zwar nicht mehr so die Möglichkeit haben, aber wer weiß, vielleicht sieht man sich irgendwann in einem späteren Teil wieder oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es hier relativ überschaubar. Aber auch wenig überraschend, dass die meisten Leute jetzt nicht gerade in der Library abhängen. Wo sie auch unter normalen Umständen meistens nicht abhängen. Da haben wir meistens eher nur eine Handvoll Leute, die man dort antrifft. So, aber dafür ist es ja auf dem Vorplatz ordentlich belebt. We're planning on opening a food store here, but our supplies still haven't arrived. They're cutting it pretty close at this point. Hopefully they get here by the afternoon at least. Na gut, dann bin ich mal gespannt, was ihr uns servieren werdet, wenn dann hier irgendwann mal alles steht. Does anyone have like 50 pamphlets they can spare? I forgot about the badge I was supposed to hand out at the auditorium. It should be fine. Knowing Toa, she probably ordered tons of spares. Ja, immer auf Toa verlassen. Junge. Vielleicht sind die auch hier irgendwo und keiner weiß es. Aber was weiß schon ich? Sorry, make you do so much for us. Tun wir das? But if you think of all of these things as personal favors for Toa, you'll probably feel better. Ich glaube, das ist auch der Hauptantrieb für Reen, ehrlich gesagt. Sorry, make you do so much, bla. Ja, nee, der kann das weg. Der kann das ab. Der würde eher leiden, wenn er nicht helfen würde, glaube ich. Class 3's event is Gate of Avalon. Don't forget to stop by for a game or two once the festival begins. Was ist denn Gate of Avalon? Du musst uns schon ein bisschen anfüttern, wenn du uns für die Idee begeistern willst. So ad hoc weiß das doch kein Mensch. Oder ist es hier in Erebonia irgendwie super populär? Keine Ahnung. Here, Hugo, don't even chance it. I'm taking this spot. You go find another spot, you mad rocket. I'm taking this spot. Okay. Das heißt, die streiten sich jetzt um den besten Stellplatz, aber wird das nicht irgendwie übergreifend organisiert, wer welches Plätzchen bekommt? I placed first, Becky, so I'm afraid you'll have to hand the main gate over to me. Finde ich gefährlich, das nicht zentral zu organisieren, weil genau solche Geschichten, ich meine, die werden sich jetzt hier nicht die Köpfe einschlagen und vermutlich die meisten anderen auch nicht, aber es gibt ja immer wieder die Spezialisten, die dann austicken, ne? Want to hold on to your happy festival memories? I got you covered. Snap, there's a smile preserved. Snap, there's hers too. Snap, 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 I'll immortalize every cute smile I see. Apparently the fact that there are guys at this festival isn't a memory worth preserving. Fidelio put in a good word for me, so now I'm in charge of taking pics during the festival. Better keep your expectations high, cause I'm gonna deliver the goods. Wir werden sehen. Wir bemessen dich halt am Endergebnis, ne? Und wenn wir am Ende nur
süße Mädelsgesichter sehen, dann fängt das nicht unbedingt die Festivalstimmung ein. Also vielleicht ein Teil davon, aber nicht das große Ganze. We're all trying to make the main entrance nice and fancy, since it's the most important part. Well, most of us are. Vincent over there isn't helping out at all, as usual. Naja, hast du irgendwas anderes erwartet? Yo, Lord Vincent, how about you deign to give us a hand? Mal gucken, was er jetzt gleich als Ausrede benennt, um eben nicht helfen zu müssen. Aber Hauptsache hier zentral auf dem Präsentierteller sich platzieren, ne? Damit ihn ja jeder sieht. I must say, this is shaping up splendidly, but how could it not when I, Vincent Florid, am overseeing the work done upon it? Ach, daher weht der Wind. Er geht davon aus, dass er arbeitet, indem er alles overseed, in Anführungsstrichen. Now, Sarifa, you must set this up as though it were a present offered to Ideas herself. Oh mein Gott. Let us bless this festival with an archway hung amongst the heavens. Natürlich. Genau das wollte ich dir auch gerade vorschlagen. It's always a joy to witness the Academy's liveliness this time of year. I believe that I would find myself much happier, however, if Master Vincent were to assist with preparations. Kann ich verstehen. Wäre mir an deiner Stelle auch komplett unangenehm. Aber kann sie nicht auf ihn einwirken? Wahrscheinlich darf sie das nicht. Das verbietet wahrscheinlich ihr Arbeitsvertrag oder so. I pray that everyone's efforts to craft an exciting festival are rewarded. Und was ist sein Anteil? Am Ende wird er sagen, dass all dieser wundervolle Outcome, dass alles ihm zu verdanken ist. Und er wird sich vermutlich dann auch noch beschweren, dass ihm niemand irgendwie explizit dafür dankt. Sie hat eine wunderschöne Haarfarbe. Erinnert mich ein bisschen an die von Eleanor aus Tales of Berseria. The archway setup has been going along great. Things really do go more smoothly when you can get the guys to help out. Tja, nicht alle Guys, aber scheinbar einige. Schön, dass nicht alle sind wie Vincent. Ne, Vincent? Hast du das gehört? Juckt dich vermutlich nicht. Ich wollte es trotzdem nochmal gesagt haben. So. Hier auf der Seite bin ich auch noch nicht gewesen. Hallo, Herr Geiler. Na, wie geht's Ihnen heute? Wetter geil? Alles geil? I better get going on the decorations. Some of the materials I need still aren't here yet, though. Maybe I should ask Toa about it when I get a breather. Tja, was ist, wenn sie genau in dem Moment selber einen Breather braucht? These next 2 days are gonna be awfully busy. Just make sure that you don't push yourself too far. Everyone needs a break now and then. Ich hätte auf diese ganzen, also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich also Festivals in Videospielen irgendwie mega abturn finde und überhaupt gar nicht so mag. Aber ich hätte auch so gar keinen Bock auf diese Sachen. Also, weiß ich nicht, zu viel Trubel, zu viel Stress, zu viel Chaos. Dann bist du wahrscheinlich auch abhängig davon, dass alle richtig liefern. Dann bist du auf deine Klassenkameraden angewiesen, dass jeder auch verlässlich ist und so. Nee, das wäre mir nichts. Also ich würde mich vermutlich darauf nicht freuen. Es sei denn, ich wäre Festivalbesucher und müsste nichts vorbereiten. Da kommt schon wieder die maximale Faulheit durch, ich weiß. Oh, it's you. The auditorium is reserved for Class 1 students to practice in. You're clearly not Class 1, so I suggest go elsewhere. Kann man auch ein bisschen netter formulieren. I must ensure that as many people as possible come to see our performance. Du bist also der Zuschauerrekrutierer oder was? Aber wir kommen tatsächlich hier sogar doch rein. Noch ist hier nicht allzu viel los, aber wir sind hier, glaube ich, voll illegal. Ich glaube, wir sind hier nicht erwünscht, aber ich guck mal, was die Leute so erzählen. Hi, Council Member. Class 1 has been hogging this place for days on end because of their endless rehearsals or whatever they're doing. How are we supposed to get the stage ready if they never get off of it? Da ist doch gerade niemand. Class 1 has been hogging this place. Bla, bla. Wahrscheinlich irgendwie hinter den Kulissen haben die das okkupiert für sich oder so. Let's see, we need 8 sets of seats for the intersection of the left-hand side, I believe. We are very lucky that President Towa organized these instructions so well. Kannst du mal sehen. So, und was habt ihr da noch zu tun, wenn sie das alles organisiert hat? Naja, sie wird schon irgendwas Sinnvolles da gerade machen. Hi! Was hast denn du für eine interessante Kostümierung? Ach, ihr habt schon eure Bühnenoutfits an, ne? It's almost time for our rehearsal too. I wonder what's wrong. Maybe I should check on him. On wen? On Patrick? It's almost time for our rehearsal. I just saw Patrick go backstage on his own. He's been acting so strangely of late. I wonder if something's the matter. Annoyed?
Beim letzten Mal war Celestine der Grund, warum er so ein bisschen komisch drauf war, aber das Mysterium haben wir ja aufgedröselt. Our stage design is simply fabulous. I wish I wasn't the one who had to break this to you, but there's no question that we will take first in the popularity vote. Na, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Try not to take it too badly. Aber ich muss sagen, die Outfits von denen, die finde ich wirklich ganz cool. Aber diese Arroganz, ne? Oh, diese Arroganz, so ein bisschen mehr Bescheidenheit täte euch so gut. Also dem einen oder anderen. Instructor Thomas has provided us with a marvelous script. It would hardly be right to call ourselves nobles if our performance wasn't every bit as elegant and grand as the text itself. And given our natural grace. Oh ja, ihr seid einfach so graceful, weißt du? Wenn deine Mutter dich rauspresst, bist du einfach so viel gracefuller als jedes andere Baby da draußen. Ich check das einfach nicht, wie man mit so einem Mindset durchs Leben gehen kann. Und ja, es ist gerade nur ein Spiel, aber solche Leute gibt's halt wirklich. And given our natural grace, there is not to do now but practice, practice, practice. I've lost track of the late nights, the shed tears, and the premature wrinkles our preparation has caused us. And you somehow think your rushed little concert can match up? Ich meine, so ein bisschen Competition kann ja auch nicht schaden, ne? Sich so ein bisschen gegenseitig anstacheln und so. Aber die machen das ja jetzt nicht nur wegen der Competition, die sind halt hier generell so. Also nicht alle von den Nobles natürlich, aber einige, viele, sagen wir mal so. Please tell me, do you have some sort of reason to be here? This is our rehearsal space. We are not going to give it to some group of pretenders to the festival throne. Okay. Oh Mann, komm mal alle wieder runter. Please tell me, do you have some sort of reason to be here? This is our rehearsal space. We're not going to give it to some group of pretenders to the festival throne. Ja, alles klar, ihr seid einfach die geilsten. Total. This is our fourth rehearsal now. We're so close to perfecting our performance that I can practically hear the applause. Things have really started coming together since Farah stopped fumbling her lines. All we have to do now is polish everything to a mirror sheen. Das finde ich zum Beispiel gar nicht schlimm, was sie gesagt hat. Es ist ja cool, stolz auf seine Performance zu sein, ne? Die Art und Weise, wie man es transportiert, macht's am Ende. We're so close to perfecting. Okay, das hier kennen wir schon. So, alles klar. Hallo, Frau Ferris. Ein schickes Kleid tragen sie da. Nice. Wobei sie in ihrer sportlichen Bekleidung auch immer ganz schick aussah. Oh, good day, Reen. We're currently preparing for our final rehearsal. Listen well and relay this to the rest of Class 7. We have every intention of completely and utterly demolishing you. Glad to hear it. The better the competition, the better the festival. But I have to admit, it's pretty funny to be challenged by someone dressed like that. Oh, lass dich davon mal nicht irritieren, Rain. Die werden hier vermutlich gut abliefern. Irgendwie fand ich das bei Ferris gerade nicht so problematisch, wie sie das gesagt hat. Aber ich weiß nicht, das sind Nuancen am Ende des Tages. Fear not, for I can tell. The truth resides within the beautiful glint of every teardrop. Stehen immer noch da. Excuse me, might I request that you refrain from eavesdropping on us? Sorry, I expected it to be good, but that was something else. How are we supposed to top that? Oh, das lasse ich hier nicht aus dem Konzept bringen, Reen. Wir gehen in komplett unterschiedliche stilistische Richtungen. Das ist ein bisschen Äpfel und Birnen. Klar, beides hat mit Bühne zu tun, beides hat irgendwie mit Musik und mit Performance zu tun, aber jeder sollte sein Ding machen. Aber ich verstehe auch, dass ihn das nervös macht. Ich würde an seiner Stelle auch gar nicht bei der, in Anführungsstrichen, Konkurrenz oder beim Wettbewerb vorbeischauen, sondern mich komplett nur auf mein Zeug fokussieren und mich danach erst mit dem auseinandersetzen, was die anderen machen, weil ich könnte das auch nicht ausblenden, deswegen verstehe ich Green da auch ein bisschen. Right, I do believe that takes care of the lighting. A careful setup is key to a memorable performance. Nobody will care what you have to say if you can't find your light. So we've got to do everything we can to make sure everything goes off without a hitch. Na dann. Right, I do believe that takes care of the lighting. Can't find your light und Hitch. Alles klärchen, ja, Puppärchen. Und wo ist jetzt der gute Patrick? Ah, guck mal. Ein Persönchen ist ja noch in den Hinterzimmern. Da bin ich gerade mit der Kamera gar nicht gewesen. Na, altes Haus? Was machen sie? Sind sie nervös? Das sieht irgendwie aus wie immer. Oder ist das noch gar nicht sein Bühnenoutfit? Ich glaube nicht. That Chancellor is a textbook example of how crass these commoners really are. But that's still no reason to aid the likes of those curs.
Uh-oh, it seems the noble faction really was backing up the terrorists. Ah, ach, das beschäftigt ihn. Okay. Das habe ich schon wieder komplett ausgeblendet. Aber klar, er ist ja da ein bisschen stärker involviert als manch anderer hier. I wonder how deeply involved the High Arms family is. Na, scheinbar sehr. Sonst würde er jetzt hier nicht so, weiß ich nicht, bedröppelt in der Ecke hocken. Hey, Patrick. Schwarze, what do you want? More importantly, how long have you been there? Not too long. I just wanted to say that I'm very impressed with what I've seen for Class 1's operetta. I mean, I've only seen the stage and your outfits, but they're really elaborate and well done. Are you? Komm, sag was Nettes. Bitte. As you know, it's the Imperial nobility's duty to perform anything they put their minds to at the highest level. Speaking of, I hear you're planning some unusual performance with Class 7. Do try not to embarrass yourself after our operetta pushes the bar into the sky. We're high jumpers. Oh yeah, on an unrelated note, we met your dad at Wallflame Palace the other day. It seems you've mistaken me for someone who would care. I'm sure he went on an extended monologue about how he'd love to see his foolish son learn a thing or two from all of you. Okay. Also so wie er das gerade beschreibt, klingt das, als hätte er nicht den allerbesten Draht zu seinem Vater. Also beziehungsweise der Vater auch kein allzu gutes Bild von seinem Sohn. We didn't get quite that much out of him. Marquis High Arms actually seemed very polite in comparison to the other heads of the 4 great houses, though I'm sure there must be sides to him that we didn't see, given his position. Okay, und weg ist er. Hallo? Patrick? Patrick, where are you? Hä? Keine Ahnung, aber an ihn ist jetzt keine Mission gekoppelt, also eigentlich sollte das jetzt erstmal nicht beunruhigen. So, wir haben aber noch eine Sache und das wird dann die letzte Amtshandlung für heute sein. Ich habe es nicht vergessen. Es gibt nämlich noch die Imperial Chronicle Ausgabe, die ich heute eingekauft habe vor einer halben Stunde oder so. Und die... Oh mein Gott, ich habe Issue 9 ausgelassen. Ist das traurig? Können wir da bitte alle jetzt einmal gar nicht hingucken? Sondern... Oh, ich bin hier schon wieder falsch. Jedes Mal der gleiche. Jedes Mal der gleiche Fehler. Wo habe ich denn die 9 ausgelassen? In den Läden gucke ich eigentlich immer, dachte ich. Scheinbar nicht. Okay, diese Lücke ist nie da gewesen, okay. Special Feature, Imperial Liberation Front defeated. The Liberation Front several month-long reign of terror is finally over, but just how did the group come to be defeated once and for all? We sent a team of reporters to the Sachsen iron mine in the NOCH province where the group met its end to investigate the iron mine from occupation to release. Continuing a string of unforgivable acts of terrorism, the Imperial Liberation Front successfully seized control of the backbone of the Erebonian economy, the Sachsen iron mine. A jet-black airship appeared out of nowhere. We just didn't know what to do. Minor. After the terrorists made a statement announcing their crime, the NOCH provincial army rushed to the scene and cordoned it off, prompting the beginning of a lengthy stalemate. It was 4 hours before any further developments occurred when, after sending in a separate unit to ensure the safety of the hostages, the railway military police forced their way into the mine. Furthermore, Prince Oliver rushed to the scene aboard the Courageous, the Imperial family's cruiser, and restored calm to the area. The railway military police worked quickly and skillfully, noted an army source on the scene. The terrorists' end. The ringleaders of the terrorist group attempted to escape on their airship, but it appears that there were explosives on board which mistakenly activated during their retreat. The body of their leader, whose identity was previously unknown, was successfully recovered, and the Army's intelligence division is currently working to ascertain his or her identity. Military Academy students assist in operation. Reports suggest that students of Thor's Military Academy, who were coincidentally at the scene, assisted in the resolution of the incident. His Majesty the Emperor is said to have extended his gratitude to them for their contribution. The students were at the area conducting a field study, so they were able to act quickly, said an Academy spokesman. It seems clear that these students have a very promising future ahead of them, and I hope they will continue to strive for excellence. Aha.
International terrorist attack in Crossbell. The resolution of the recent chain of terrorist attacks here in Erebonia may have just been brought to a close, but Crossbell to the east has recently fallen victim to yet another large-scale terrorist attack. The attack is believed to have been the work of a Jäger Corps, and reports suggest that the damage was significant, with fires as far as the eye could see and the complete destruction of the IVC corporate headquarters. The situation in the city remains chaotic, but hopefully further reports will shed light on the situation. It has only been a month since Crossbell was last attacked by terrorists. Sure, this suggests the country's government is performing inadequately, suggested an army source well acquainted with the situation. Furthermore, the Crossbell state has continued to refuse the Imperial Army's Office of Assistance and has been receiving criticism from financial circles who are seeking a quick resolution to the situation. It has only been a month since Crossbell was last attacked by... Das habe ich gerade schon mal gelesen. Hä? Circles who are seeking quick? Ja, das ist irgendwie... Ach, guck mal. Aber die haben sogar das The haben sie sogar noch rausgenommen aus dem letzten Absatz. Das ist ja komisch gelöst hier mit dem Wechsel von Seite 6 auf 7. Thor's Military Academy Festival. It is almost time for the annual festival at Thor's Military Academy, situated in the town of Trista on the outskirts of Heimdall. The Academy's festival is well known for its scale and quality and is enjoyed by countless visitors every year. To further highlight the excellence of the student body, the Academy has also recently gained attention for the involvement of some of its pupils in bringing an end to the recent terrorist attacks. Why not take this opportunity to visit and see what Thor's Academy has to offer? The festival will be held on the 23rd and 24th of this month. Jawohl! Cool auf jeden Fall zu sehen, dass unser Eingreifen und unser Involvement in diese ganze Terroristengeschichte hier auch nochmal benannt wurde. Aber die Zeitung soll ja nicht so ganz objektiv sein, habe ich auch in den Kommentaren schon gelesen. Und wer weiß, ob da nicht jemand ein gewisses Grundinteresse mitgebracht hat, uns explizit zu erwähnen, beziehungsweise uns da auch nochmal den Kopf tätscheln zu wollen. Ich weiß es nicht, ich finde es nur fair, dass wir da benannt worden sind. Punkt, aus, Ende. Gut, ihr Lieben, wir werden beim nächsten Mal mit dem Ablaufen und Erkunden hier des Campusgeländes weiter fortfahren. Wir werden vielleicht die ersten Missionen auch annehmen, die wir von Tower überreicht bekommen haben. Wir haben auch noch die Hidden Quest von Heinrich, also alle Hände voll zu tun, definitiv. Ich bedanke mich aber für heute erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!